Wart ihr schon mal an einem Ort, der etwas Besonderes ausstrahlte? Es muss nicht gleich Stonehenge oder Gizeh gewesen sein. Vielleicht war es auch einfach ein alter Baum oder ein paar Steinblöcke im Wald hinter eurem Haus. Habt ihr etwas Besonderes dabei empfunden, eine Ausstrahlung? Und habt ihr euch dann vielleicht vor euren unwissenschaftlichen Aberglauben geschämt? Nun, in 6 Dimensionen, wie sie Burkhard Heim vorschlägt, sind diese Phänomene und Erscheinungen und Empfindungen etwas völlig Natürliches. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Das Beeindruckendste, was ich in dieser Hinsicht jemals erlebt habe, war ein Isis-Schrein, ein ägyptischer Isis-Schrein, der in einem Museum in Cambridge ausgestellt war. Natürlich konnte man nur bis auf 2 Meter ungefähr herangehen, aber die Steine haben nach 3000 Jahren Liebe ausgestrahlt, in einer Intensität, es war unglaublich. Überhaupt ist es viel interessanter, mit solchen Sinnen wach aktiv durch ein Museum zu gehen. Dann kann man sich nämlich die ganzen langweiligen Tonscherben sparen und sich direkt mit interessanten, magischen Gegenständen und Relikten, die ausgestellt sind, beschäftigen. Besser als jeder Audioguide. Also das Thema heute bezieht sich nicht nur auf Orte, sondern natürlich auch auf Tempel, Artefakte, Amulette und so weiter. Das zweitbeeindruckendste in dieser Hinsicht war übrigens auch in England, was ich erlebt habe. Das war der alte Sulis-Minerva-Tempel in Bath. Auch das war nach 2000 Jahren immer noch energetisch derartig Wahnsinn, kann man nur sagen. Also früher wusste man, dass es diese Energien A gibt und zweitens, wie man sie nutzt oder vielleicht sogar erzeugt. Unsere moderne naturwissenschaftliche Verbildung verbietet natürlich das geradezu als Aberglauben. Oder es tut es als rein psychologisches Epiphänomen ab, dass man sich sozusagen einbildet oder so eine Art erweiterter Placebo-Effekt. Außerdem sind unsere Sinne durch dieses ständige Informationsbombardement so abgestumpft und so dicht, dass wir, selbst wenn uns so etwas begegnet, dass wir es kaum wahrnehmen. Wenn du das wieder ändern möchtest, wenn du dein subtiles Empfindungsvermögen wieder öffnen möchtest, entschlacken möchtest oder verbessern, dann ist das Beste, was es dafür gibt, das Natal-Training. Natal ist eine kompakte Methode, die ohne jegliches Brimborium oder esoterische Symbolik oder sonst was, die einen da reinbringt und die es möglich macht, das alles wieder zu aktivieren. Es kann einen sämtliche Wahrnehmung und Wissensgebiete bringen, die man sich nur wünschen kann, über die Intuition. Und das geschieht stets im Einklang mit der höchstmöglichen inneren Führung, durch die man jederzeit psychisch vollkommen geschützt ist. Das heißt, man kann nicht an Wahrnehmungen oder Empfindungen kommen oder Energien, die einem unangenehm wären oder die einen destabilisieren. Und man kann nicht nur dieses Wissen wieder abrufen, man kann sich regelrecht in der Zeit zurückversetzen lassen und zeigen lassen, welche Menschen oder anderen Wesen haben damals gelebt und wer hat diese Tempel geschaffen oder diese Artefakte kreiert. Um das Ganze dann technisch beschreiben zu können, sozusagen, braucht man natürlich dann ein wissenschaftliches Modell, in dessen Begriffen man sich unterhalten kann. Und da ist Burkhard Heim natürlich das Modell der Wahl nach wie vor. In Burkhard Heims sechsdimensionaler Welt sind all diese Phänomene, die man als, sagen wir, Natal ist die praktische Parapsychologie, der man es erleben kann. Da kann man es in Burkhard Heims Weltbild als theoretische Parapsychologie zumindest beschreiben und nachvollziehen, zu einem gewissen Grade. In Burkhard Heims Weltbild gibt es 2 zusätzliche Dimensionen, insgesamt 6. Die 5. Dimension ist das, was den Dingen ihre Struktur verleiht und die Struktur beschreibt. Und die 6. ist das, was die Evolutionsrichtung dieser Strukturen definiert oder beschreibt. Also das Wachsen, Zerfallen oder das Entwickeln von Strukturen. In der klassischen Philosophie wurden diese beiden Aspekte Entelechie und Teleologie genannt. Und niemand hat ihre Realität jemals angezweifelt, bis vor etwa 150 Jahren der empirische Positivismus in Mode kam und man mehr und mehr zu der Ansicht gelangte, es gibt Materie und nichts als Materie und alles andere ist daraus irgendwie abgeleitet. Rein logisch ist das Unsinn, aber gut, jeder kann glauben, was er möchte. Heim führt also diese beiden Aspekte der Realität, Entelechie und Telos, nicht nur wieder in die Weltbeschreibung ein, er kleidet sie auch in eine physikalisch-formale Sprache,
die sie versöhnlich macht, die es möglich macht, es zu versöhnen mit dem Rest der Physik. Alle materiellen Gegenstände haben in dieser sechsdimensionalen Welt auch Anteile in diesem Transbereich, also den Dimensionen 5 und 6. Die Materie ist sozusagen in Raum und Zeit ausgedehnt. Es gibt aber, so hat Heim herausgefunden, auch, nennen wir es mal Substanzen, die nur in 5 und 6 existieren oder ausgedehnt sind. Er nannte das Aktivitäten und es sind, was es jetzt genau in seiner Sprache bedeutet, ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend. Wir können es auch nennen, subtile Energiepotenziale oder subtile Energien, Feinstoffliches, so nennen es andere und es ist nicht ganz falsch, das damit zu identifizieren. Für Heim waren es die sogenannten Aktivitäten und es gibt ganze Ströme solcher Aktivitäten, die man definieren kann. Das sind zum Beispiel unsere Sinneswahrnehmungen, unsere motorischen Aktionspotenziale. Aber es sind auch rein geistige Handlungen möglich. Das kann man dann auch identifizieren als so etwas wie magische Projektion oder magische Handlungen. Und diese Aktivitätenströme oder Ströme subtiler Energie sind nicht nur den Menschen vorbehalten, sondern auch anderen Daseinsformen, Bäumen, Pflanzen, also Bäumen, Tieren oder auch der lebendigen Erde als Ganzes. Stellt euch vor, dass die Materie eines Ortes aufgeladen wird durch die Aktivitätenströme, also die Energiepotenziale, die mentalen Energiepotenziale, die Menschen dort über lange Zeit hin immer wieder einbringen, etwa durch Gebete oder Rituale. Die Klagemauer in Jerusalem ist zum Beispiel so ein Ort. Dort sind sogar Berichte bekannt, dass Menschen, die einfach nur da waren, starke religiöse Empfindungen hatten, weil dieser Ort mit diesem Potenzial so aufgeladen ist. In vielen Fällen war das eher destabilisierend, aber weil das zu stark war für die entsprechenden Persönlichkeiten. Aber das ist menschlich möglich, so etwas zu kreieren. Entscheidend ist die ethische Qualität des Gedankens und dass es immer wieder wiederholt wird. Und die Wirkung von dem, was dann gespeichert ist sozusagen, an einem Ort, in einem Gegenstand, was auch immer, die ist dann von der Absicht abhängig, die da auch hineingebracht wurde. Die Absicht zu heilen, die kreiert dann auch einen heilerischen Effekt. Stellt euch nun vor, begabte Menschen der Vorzeit, bei denen diese Sinne natürlich hundertprozentig aktiv waren, die gingen durch die Landschaft und sahen, an diesem Ort ist der beste Austausch möglich zwischen uns und der Erde, der lebendigen Erde. Und an diesen Orten wurden dann große Steinblöcke hintransportiert. Wie das geschah, das Fass will ich jetzt in diesem Video nicht aufmachen. Da mache ich vielleicht auch mal was drüber, bestimmt nicht mit Ochsenkarren und Holz, irgendwie Rundholzern. Aber da wurden dann große Steinblöcke hintransportiert. Die wurden dann in bestimmter Geometrie aufgestellt und Figuren eingeritzt oder eingemeißelt. Und dann entsprechend dieser Ort verehrt. Und diese geometrische Anordnung, die dabei beachtet wurde, war ein ganz entscheidender Aspekt davon. Das war ja bis ins Mittelalter, war die Geometrie ein entscheidender Aspekt des Bauens. Geometrie wurde geradezu gleichgesetzt mit Geist. Die alten Dombauhütten, die Vorläufer der heutigen Freimaurer, haben nichts anderes gemacht. Es machte damals auch nichts, dass der Bau eines solchen Domes sich über 100 Jahre vielleicht erstreckte. Genauso wichtig wie die statische Stabilität waren die Konzentration und die Gefühle, die die Handwerker dort mit einfließen lassen haben. Und diese Konzentration und diese Energien, die dadurch in Bewegung gesetzt wurden, wurden Teil des Bauwerkes. Diese Bauwerke sind nicht bloß dreidimensional, sie sind sechsdimensional. Als ein gesamtes Kunstwerk. Natürlich sind auch Plattenbauten sechsdimensional, aber solange nicht das Bewusstsein und das ethische Motiv dahinter steckt, ist das völlig bedeutungslos. Das ist einfach nur dann dahingerotzt sozusagen. Dasselbe gilt auch für schön isolierte Niedrigenergiehäuser. Solange dieser Aspekt nicht bewusst berücksichtigt wird, mobilisiert sich da gar nichts. Und solange können diese Energien nicht wieder bewusst fokussiert und genutzt werden.
Es gibt trotzdem zahlreiche Architekten, die heute wieder die Aspekte der sakralen Geometrie und der Geomantie mit in ihre Planung einbeziehen. Dieses Wissen war auch nie weg. Es ist auch, ich mache jetzt seit Natal seit 20 Jahren oder seit über 20 Jahren, es ist alles da. Man kann auf jede dieser Wissensgebiete zugreifen. Es ist mental, medial überhaupt kein Problem. Entscheidend ist dann, oder die eigentliche Herausforderung besteht dann darin, andere Menschen davon zu überzeugen, dass jetzt im konkreten Fall zum Beispiel, dass dieses Wissen wieder einfließen müsste in Städteplanung zum Beispiel. Gelingt leider immer noch nur in den seltensten Fällen. Ist eine Frage natürlich der kritischen Masse. Je mehr Menschen darauf achten und sich dessen bewusst sind, umso mehr gerät natürlich auch dann die öffentliche Verwaltung in Zugzwang irgendwann. Also mitmachen. Aber zurück zum antiken Tempelbau. Das war, wie gesagt, ein symbiotischer Austausch zwischen beiden Seiten, zwischen Menschen und Erde. Und das war etwas, was auch etwas zurückgab. Und das war natürlich, wir sagen uns heute so, ja, symbiotischer Austausch und Energien hin und her. Das war natürlich damals eine hochemotionale und mythologisch aufgeladene Sache. Also das wurde ja identifiziert, diese Energien wurden identifiziert mit göttlichen Kräften und auch als entsprechend intensiv erlebt. Das war etwas ganz anderes als unsere heutige intellektuelle, rationale Betrachtung. Mit Natal geht man immer in die Gefühle rein. Und über die Gefühle lernt man dann, was das gewesen ist oder was das ist, womit man an neuem Wissen konfrontiert wird. Wissen wird immer über Gefühle erfasst, nicht über den Verstand. Der Verstand ist sekundär, geht völlig unserer normalen Ausbildung konträr, aber es ist das, was funktioniert. Diese energetisch und mythologisch aufgeladenen Erlebnisse, die waren das, was diesen symbiotischen Austausch zwischen Mensch und Erde erzeugte. Und er gab auch etwas Konkretes zurück. Das war nicht dieses bloße, wie die Mainstream-Archäologie das versucht zu reduzieren, dieses Aussaattermine festsetzen oder solche Trivialitäten. Das war etwas, was tatsächlich bessere Ernten bewirkte, weil der gesamte Lebensprozess auf übergeordnete Weise angereichert wurde. Wer von euch Netflix hat, dem kann ich nur empfehlen, diese Serie Ancient Apocalypse. Darin bereist der amerikanische Journalist Graham Hancock, das ist so eine Art amerikanischer Erich von Däniken, bereist verschiedene Orte auf der ganzen Welt, wo es Überreste antiker Tempelbauten gibt, oder Präantiker muss man eigentlich sagen, die alle so um 11.000, 12.000 Jahre vor heute entstanden sind, zu der Zeit, als die letzte Eiszeit endete und weltweit eine Serie von Naturkatastrophen sich ereignete, Überschwemmungen und sonstiges und Erdbeben. Ich habe von dieser Serie übrigens erfahren, weil die amerikanische American Society for Archaeology oder so etwas, also der Mainstream, die hatten sich beschwert, dass Netflix da Verschwörungstheorien verbreiten würde. Gut, dann habe ich mir gesagt, natürlich, das musst du auf jeden Fall gucken. Wie gesagt, nur sehr empfehlenswerte, sehr interessante Serie. Wenn ich meine geistigen Quellen danach frage, was war eigentlich dieser Zweck dieser Tempelbauten, kommt die überraschende Antwort, es ging darum, das Erdklima zu stabilisieren. Also ein global angelegtes Projekt, vor 12.000 Jahren wohlgemerkt, das nicht bloß diesen Scope hatte, den man heute bis zum Erbrechen immer wieder durchgekaut bekommt, CO2. Nein, es ging darum, das symbiotische Verhältnis von Menschen und Erde zu stärken und eine Gesamtstabilisierung des Erdklimas durchzuführen. Und diese ebenfalls bis zum Erbrechen durchgekaute Klimakurve hier, die meisten von euch kennen werden, das sind die Isotopenverteilungen von Eiskernproben über die letzten zigtausend Jahre. Es ist doch überraschend, dass wenn man die letzten 10.000 Jahre anguckt, dass das Erdklima erstaunlich stabil war im Vergleich zu den Zeiträumen davor. Und vielleicht auch ab dem Zeitraum, der so ab jetzt beginnt, weil wir eben diese Sachen, diesen symbiotischen Zusammenhang aus dem Auge verloren haben. Und nichts anderes wird auch funktionieren, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen, als wenn wir uns selbst damit wieder innerlich ins Gleichgewicht bringen. Und das geht nicht über das, was an halbherzigen Maßnahmen heute politisch verkündet wird oder gefordert wird. Das ist ein innerer Prozess, der mit uns
persönlich und mit uns als Menschheit selbst erfolgen muss. Das heißt nichts anderes, als dass wir uns wieder fühlen müssen, als integraler und konstruktiver Teil des Ganzen, in 6 Dimensionen und in Farbe.